Eine Waage, die muss man schon haben, damit man bei manchen Fahrzeugen überhaupt glaubt, dass sie unter 3,5 Tonnen sind. Hier steht jetzt 2826 Kilogramm und man hat auch hier auf der Messe Wert gelegt, weil die Fahrzeuge normalerweise ohne Betriebsstoffe drin sind, dass diese 100 Kilo, glaube ich, Frischwasser, da gibt es einen gewissen Anteil, der drin sein muss, dass der Kraftstoffinhalt, das ist hier alles berücksichtigt auf dieser Waage, gell? Genau, also die Masse im fahrbereiten Zustand ist immer mit 90% Kraftstoff, 20% Wasser, eine 11 Kilogramm Gasflasche, ein Fahrer von 75 Kilo, also ich bin da nicht mit gemeint, und der darf auch noch mal 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Das ist dann die Masse im fahrbereiten Zustand. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das Auto, was hier steht, der wird ein bisschen Sprit drin haben, aber da ist natürlich jetzt kein Wasser und eine 11 Kilogramm Gasflasche drin. Man müsste da jetzt die Masse im fahrbereiten Zustand eben noch mal oben drauf rechnen. Und das kommt dann so hin. Kann aber sein, dass Sie irgendwelche Gewichte reingemacht haben. Nee, das stimmt. Ja, nee, das glaube ich nicht. Also da muss man jetzt fair sein. Also der wird so Masse im fahrbereiten Zustand, wird der haben irgendwo 3000. Knapp unter die 3 Tonnen wird er liegen. Ja. Trotzdem, das Wichtige ist, hallo. Jenny, die sitzt schon hier, die sperrt uns so ein bisschen das Fahrzeug, denn wir haben hier auf dem Caravan-Salon ganz besondere Bedingungen. Nur ein Haushalt darf natürlich rein, die Leute stürmen rein. Jetzt ist Fachbesuchertag. Richtig. Relativ wenig los, gut zum Filmen. Ja, perfekt. Also muss man einfach sagen, wir kommen gut an die Autos dran. Das war letztes Jahr aber auch schon super geregelt. Nur ein Haushalt darf in so einem Fahrzeug drin sein. Und nur weil wir gerade filmen, dürfen wir auch ohne Maske gerade rumlaufen. Ansonsten siehst du ja keinen ohne Maske rumlaufen. Es sei denn, der spricht gerade in ein Mikro oder eine Kamera, so ich. So, hier sieht man es. Also sie ist eingestiegen, 2900, das hat man eben schon. Die Waage ist recht genau. Steig du mal ein, bitte. Oh wei. Ja, jetzt sehen wir mal 2 Personen, was das ausmacht. Das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn ich einsteige. Steig mal ein, bitte. Steig ein. Ungefähr 105 bis 108. Jetzt gucken wir mal. Also 2000 und jetzt haben wir schon 3000 und mal nicht bewegen, 3010 Kilo. So, jetzt sind wir schon, also wir sind jetzt schon über 3 Tonnen. Ja. Das heißt, du könntest jetzt sogar mit 2 Personen noch 500 Kilo zuladen, müsste eigentlich ein bisschen Sprit noch dazu rechnen, aber wir sind schnell dabei. Trotzdem, was vielleicht ganz wichtig ist bei dem Fahrzeug, 2,12 Meter, das ist Kastenwagenabmessung. Ne? Genau, also das Auto, wo wir jetzt hier dran stehen, ist ein Compact-Line i138. Der ist also hinten quer geschlafen, ja, also das ist ein Querschläfer, ist 6,40 Meter lang, 2,12 Meter breit und 2,89 Meter hoch. Und das Schöne ist, wie du schon gesagt hast, er hat Kastenwagenmaße, absolut, hat aber eine vollwertige, große Heckgarage, wo ich 2, 3 Fahrräder ohne Probleme reinstellen kann. Ja, ihr habt aber hier super Leichtgewicht angewendet. Super Lightweight, ja. Super Lightweight steht da drauf. Da ist ein Fiat drunter, demnächst ja der Fiat 8, der hier vorgestellt wurde. Wir gucken gleich mal rein, was drin ist. Aber ja, sehe ich schon am Lenkrad, das ist kein Fiat 8, da ist noch ein Fiat 7 drunter. Aber die neuen, die jetzt kommen, ab, glaube ich, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sind Fiat 8. Ja, die laufen jetzt so langsam in die Bänder rein. Fiat 8 Modell halt. So eklatant sind jetzt die Unterschiede da nicht. Aber siehst du auch von außen hier sowieso gar keinen Unterschied beim vollintegrierten, wie man sieht. So, Jenny, du siehst hier natürlich schon, was wir hier sehen. Beschreib mal bitte, das ist der Doppelboden, was kann der? Mal sehen. Hält auf jeden Fall viel aus mit Gewicht und so. Du liest jetzt gerade ab, aber das ist ein Kofferraum. Ich wollte eigentlich gar nicht so auf so böse Sachen hinaus. Du weißt ja, du kennst dich ja nicht so aus in Wohnmobilen, aber normalerweise haben Wohnmobile keinen Doppelboden. Das heißt also, das, was wir sehen. Und das Besondere hierbei ist, ich versuche es mal so zu erklären, dass Andreas mich nicht erschlägt. Du hast hier die Heizung, bläst quasi in den Doppelboden rein und der ganze Doppelboden ist nochmal beheizt. Das macht dann behagliche Fußwärme, was ja vielen ganz wichtig ist. Du kriegst ab und zu mal kalte Füße im Winter oder so? Ja, schon, aber ich geht kann so. Das eigentlich haushalten. Ja, aber Fußheizung ist schon nice. Aber es gibt ja Leute, denen wird immer kalt, oder? Also Mädels haben meistens kalte Füße, die gehen dann mit Skisocken ins Bett und was man da so alles erlebt. Da bist du jetzt echt eine Ausnahme. Aber ich habe auch kalte Füße. Also ich habe im Winter, wenn ich am PC sitze, habe ich sogar bei uns zu Hause habe ich so eine Fußmatte. Kennst du das? Ja. So 20 Watt. Wärmematte. Eine Wärmematte, da stelle ich die Füße drauf, ganz gut.
So, das ist der Schlitten. Genau, das ist der Schlitten. Wir hatten in Aulendorf schon mal das Thema angesprochen. Leider waren da immer die Gaskästen blöderweise abgeschlossen. Der hat jetzt hier auch die Möglichkeit, eben 2 11 Kilogramm Gasflaschen reinzustellen. Und der hat den optional erhältlichen Auszug für diese beiden Flaschen. Das Schöne ist halt, du kannst über diesen Auszug kannst du die Flaschen schön rausziehen und kannst sie dann bequem halt wegnehmen und musst nicht dann, weil die ja hintereinander stehen, dann irgendwie da hinten rumrödeln. Auch hier nochmal zu sagen, jetzt fehlen hier die Gasflaschen, die müssen wir dann auch nochmal addieren. Also als du eben sagtest, so bei 3000, 3050, das ist realistisch. Ja, da wird der also mal hinkommen. Aber trotzdem ein Wunder. Also wir sind deutlich unter 3,5 Tonnen. Ja, das ist so. Wir können ja auch gleich mal schauen, wenn wir irgendwo drin sind. Da gibt es irgendwo mal die Möglichkeit auch zu schauen. Hier kannst du jetzt nicht so viel sehen, das machen wir besser von der anderen Seite. Können wir mal schauen, da gibt es Bretter, die jetzt nicht belastet werden. Die werden von hinten hinterfräst, so dass also da nochmal 10, 20 Gramm gespart werden. Und so addiert sich das natürlich über so ein ganzes Reisemobil, wenn man das kontinuierlich so beihält, addiert sich das so auf. Der Carthago hat es ja auch geschafft, trotz der ganzen Abgastechnologie, die mittlerweile in den Fahrzeugen ja Pflicht ist und in den Chassis einfach mit dabei ist, trotzdem das Auto nochmal um gut 30 Kilo leichter zu machen. Und das ist halt eben, weil man sich wirklich nochmal alles in der Konstruktion anschaut und sagt, Mensch, wo können wir nochmal ein paar Gramm sparen und hinterfräsen das. Ne? Ja, genau. Das, wo ich eben von gesprochen habe, ne, du hast hier wirklich eine große Heckgarage und nochmal, das ist... Ich schmunzel gerade, weil da steht belastbar 350 Kilo. Wenn du die jetzt reinmachst, ist er voll. Ja, dann wäre er voll. Okay. Ja. Rein theoretisch, den gibt es ja auch mit einem Heavy-Chassis. Ne? Also den kriegst du auch, wenn du das möchtest, bis 4,5 Tonnen. Aber dann würde ich sagen, geht das Auto an der Zielgruppe vorbei. Das ist für mich ein klassisches 3,5 Tonnen Auto. Da kannst du schön, ich sag mal, hohe Reisegeschwindigkeit mitfahren. Wenig Verkehrsfläche, wenig Stellraum. Kann man ihn direkt als schweres bestellen und dann trotzdem, was wiegt das mehr, das Schwere? 40 Kilo. 40 Kilo. Also dein Tipp wäre, schwere bestellen. Ja, mein Tipp ist, ich sag mal, bei dem Auto nicht unbedingt, weil er hat ja wirklich noch, ich sag mal, wirklich auskömmliche Zuladung. Da muss man nicht unbedingt ein Heavy-Chassis haben. Grundsätzlich ist aber generell mein Tipp, zu sagen, ja, Heavy-Chassis nehmen und das dann lieber ablasten, weil ich habe eben auch technisch ein paar Dinge. Ich habe eine stärkere Bremsanlage drin, ich habe eine andere Hinterachse drin, wo ich dann nochmal ein paar Sicherheitsfeature habe, die ich halt beim Light-Chassis dann eben jetzt nicht so die Reserven halt so mitbringt. Ja, das Auto hier ist ein Schnäppchen. Wir sind bei 101.000 €. Das ist ein Sonderangebot, ja, genau. Ja, ist aber Doppelboden, ist Carthago. Nochmal, egal welchen Carthago wir uns anschauen, wir haben immer so eine große Heckgarage, wir haben immer einen Doppelboden drin. Das ist eben das, wo wir sagen, das macht am Ende des Tages ein Carthago aus. Und sind wir mal ehrlich, wenn du heute einen Kastenwagen nimmst, wir haben eben mal über eine Marke gesprochen, die jetzt nicht Malibu hieß, da bist du auch ruckzuck über 100.000 €. Und hier kriegst du ein richtiges Reisemobil. Ne? Also da gehst du rein und sagst, du bist in einem Reisemobil halt. Ne? Jenny, du bist Schauspielerin, du spielst gerade die unwissende Camping-Neulingsfrau. Sozusagen, genau. Hast du heute schon viel gelernt? Doch, schon einiges. Was denn? Aber es ist so viel auf einmal. Es wird in den Tagen eben den Stauraum. werden. Ist so geil, ich zeige dir den Stauraum und sage ihr, was ist an dem Stauraum? Sie guckt da so rein und denkt so, ja klar, ist ein Stauraum. Stauraum. Die Frage ist auch schwer aber zu es ist beantworten. so, ja. War gemein. Aber das mit so. dem Doppelboden ist schon auf jeden Fall interessant und mit der Fußheizung und Du allem. musst mal andere sehen. Wir gucken es ja andere an, die Ja. keinen Doppelboden haben. Ich meine, du Okay, kennst ja dann jetzt nur sehe ich den Doppelboden. Unterschied, genau. Dann siehst du, ich glaube, die schlimmsten Sachen sind die du nicht mehr hast irgendwann mal, oder? Nein, ich glaube, was auch tatsächlich so ein echtes Problem ist bei uns, die jeden Tag mit diesen Fahrzeugen zu tun haben, wir sehen diese USPs nicht mehr so oder bringen die zumindest... Die was? Die USPs, also die Alleinstellungsmerkmale, die ein Carthago hat. Ja? Wir haben nun mal Dinge, die bei anderen Reisemobilen nicht unbedingt selbstverständlich sind, aber wenn wir jeden Tag damit zu tun haben, denken wir, ja, muss doch jeder wissen. Nein, das weiß nicht jeder. Das Fahrzeug, was hier steht, ist schon sehr einzigartig. Also wenn du guckst, so unter 3,5 Tonnen Kastenwagenformate, und wenn wir jetzt gleich mal reingehen, und du hast gemerkt, ich habe es verzögert, das ist wie so ein guter Film, den du halt verzögerst, damit du nicht gleich zum Ende kommst. Und, Ja, weil das Auto so kurz ist. Nein, wenn du gleich reingehst, du kennst ja Kastenwagenabmessungen, ja, dann hast du ein vollwertiges Reisemobil. Das ist wirklich ein voll integrierter kleiner Liner, wenn man so will. Ganz genau. Du kannst auch dieses Hubbett, was da vorne ist, das kannst du komplett weglassen. Das wissen wir ja alles noch nicht, weil wir ja noch nicht reingeschaut haben. Ja, dann komm, dann lassen wir mal reingehen. Komm, dann mach ich mal wollte zu. dir gerade Ja. den Stauraum zeigen. Hier hast du noch mal wirklich auch mal in dem Doppelboden einen riesen Staufach, wo du noch mal richtig schwere Sachen
Sachen unten den Schwerpunkt reinbringen kannst. Die ganze Fähr- und Entsorgung sitzt da drin. Und das ist natürlich alles beheizt. Da friert nichts ein oder sonst irgendetwas. Ne? Hat aber keine Alde. Ist hier wahrscheinlich eine Truma drin, oder? Genau, richtig. Der hat eine Truma 6 hat der als Heizung halt dementsprechend drin. Das ist absolut ausreichend. Ne? Natürlich auch das Auto hier mit der 63er Aufbautüre und dem Fliegengitter. Und Das auch ist hier krass, das fällt hier besonders auf, weil das Fahrzeug ja sehr kompakt ist. Ja. Und dann hast du diese riesen Aufbautür, wo die Leute sagen, es war noch nie einer da, der sagt, die ist viel zu groß. Nee, ach der Quatsch, das ja nicht. Aber das Schöne ist, ich habe am Anfang gedacht, als es hieß, wir kriegen eine 63er Tür, irgendwo wird im Möbelbau irgendwo was weggenommen oder Nee. so. Nee, der ist absolut unverändert, der Möbelbau. Komm So, rein. steig mal ein. Dann komme ich mal hinterher mit der Kamera. Gut, jetzt hat hier diese Messefahrzeuge, da soll ja auch ein bisschen was geguckt werden. Die sind schon ordentlich ausgestattet, oder? Ja, ich sag jetzt mal so, die haben immer so eine Ausstattung, wo sie auch nachher, ich sag mal, auf dem Handelsplatz zu einem Händler halt gehen und der die dann nochmal aufrüstet mit Solaranlage, Sattanlage, Markise. Das haben die jetzt nicht drauf, weil du weißt ja nie, wie sieht nachher am Ende des Tages, habe ich schon wieder gesagt. Aber ich habe es im halben Satz gemerkt, wie sieht am Ende des Tages der Kunde aus, der das Fahrzeug dann auch kauft. So, ich gucke mal gerade drauf als Verifikationsvideo. Nee, es ist keine Solaranlage drauf. Nee, das hat er nicht, das weiß ich. So, jetzt pflanze ich mich mal gerade auf den Fahrersitz. Ihr bleibt mal da stehen. Und jetzt zeige ich mal gerade, du setzt dich mal gerade dahin. Und der Andreas setzt sich mal bitte aufs Bett hinten. Aufs Bett? So, und ich sage jetzt 1, 2, 3. Und bei 3 steht ihr auf und geht aneinander vorbei, okay? Okay, ja. 1, 2, 3. Geht, oder? Also es geht. Du siehst, das liegt natürlich daran, weil ich so schlank bin. Weil ich habe ja nur zierliche 105 Kilo, wie wir eben an der Waage gesehen haben. Nein, das wäre jetzt bei einem Kastenwagen, egal wie der heißt, ja, ist natürlich der Durchgang hier nochmal eine ganze Ecke schmaler. Ja. Du hast hier schon irgendwie richtiges Reisemobil, aber es ist jetzt nicht ganz so üppig. Das Auto hat schon einen gewissen Charme. Ne? Und du hast hier sogar eine sehr schöne Fernsehwand eingelassen mit so einem 32 Zoll Trümmer. Ist total Understatement, das Auto, weißt du das? Ja, das wird total unterschätzt. Und wie gesagt, du sagst eben 101.000 Euro. Ja, das ist verdammt viel Geld. Da muss eine alte Frau lange für stricken gehen. Aber wir brauchen ja nur über die Messe zu laufen. Ich habe jetzt keinen gesehen, wo jetzt die Fahrzeuge günstiger werden. Ja, mit der Ausstattung. Also man darf ja keine Äpfel mit Birnen. Nein, und du musst auch mal diese Qualität halt hier sehen von den Stoffen, die hier verarbeitet Genau, sind. wenn du mal ganz vorsichtig mal mit deiner Hand da drüber fährst, dass man da mal sieht. So, diese Haptik hier halt von den Stoffen halt dementsprechend, aber auch wie das ergonomisch halt ausgearbeitet ist. Die haben Fleckschutz, alle? Die haben natürlich, die sind Teflon beschichtet, also da kannst du machen, was du möchtest, da zieht kein Fleck ein. Der Tisch ist natürlich auch hier verstellbar, genau wie in den anderen Carthago-Modellen hast du im Grunde genommen die gleichen Geschichten halt hier drin und das bei so einem, ich sag mal, kleinen, kompakten Fahrzeug. Also Ist sogar ein Hubbett drin, also ich kann mir vorstellen, ohne Hubbett ist das nochmal eine andere Nummer. ohne Hubbett ist das nochmal eine andere Nummer, ganz genau. Wenn man ihn jetzt wirklich als Kastenwagenersatz sieht, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar ohne Hubbett bestellen. Aber es gibt ja auch die Alternative, dass es jemanden in der Partnerschaft gibt, der schnarcht dann halt nachts mit einer Kettensäge da rum. Dann kann einer vorne und einer hinten schlafen. Das ist also auch eine ideale Lösung. Das ist im Kastenwagen alles so eben nicht möglich. Ne? Auch hier vorne das Geheimfach. Genau. Ist das wieder? Ja, da steht der Push drauf, deswegen weiß er, dass es aufgeht. Aber ansonsten kannst du da auch locker deine Goldbahn versenken. Ja, Dann, da oben hast du ein Soundsystem eingebaut, da liegt ja viel Wert drauf, oder? ja, Soundsystem, da sind Lautsprecher hinten. Ne? Soundsystem, ja genau, nach unten klappen, dann auf, genau. Soundsystem ist ein bisschen übertrieben, also da kommt Musik raus, der ist auch qualitativ in Ordnung. Für jetzt jemanden, der jetzt da so richtig Konzertsaalmusik braucht. da muss Anrufen man bei dir. Anrufen, da kann man ein jener Soundsystem da reinmachen ins Fahrzeug oder auch andere Soundsysteme. Mach mal dunkel bitte. Sei so lieb. Ja, das geht auch. Ein Handgriff, ne? Wie das immer so ist. Zack, einfach nur hier die Spange zusammendrücken und dann kannst du das Seiten? runterziehen. Seiten, wie geht das? Ja, das ist genau Exemplarisch? Genau das Gleiche. Ja, zack. Ah, super. Ja. Und dann jetzt muss ich mich aber umdrehen. Na komm, ich mach's einfach. Ja. Ja, Andreas ist, du weißt, ohne Fleiß Kein Preis. kein Preis. So, Zeige ich ja gerne. Die Leute wollen das ja auch sehen am Ende des. Hier wollen das ja sehen. alles klar. Lass uns wieder weg. So, C-Kompaktline I138 138, ganz genau. dB, so Länge nochmal. Die Länge ist 6,41 Meter.
Die Breite 2,12 Meter, die Länge, die Höhe 2,89 Meter, das, was ich eben auch schon gesagt habe. Das ist quasi ein Hochdach-Kastenwagen. Ja, wenn du so möchtest, ist das so. Und du siehst zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 bis 4,25 Tonnen. Den kannst du also auch sogar noch mal auflasten lassen auf 4,5 Tonnen ohne bauartliche Veränderung am Fahrzeug. So, steht mal bitte auf, dann komme ich raus. Dann, Raus aus dem Auto? nee, wir bleiben drin. Shani, wenn du mir mal gerade diese kleine Sitzbank ein bisschen anhebst, dann sieht man nämlich sehr schön das Thema Doppelboden und Durchreiche. Genau, das ist natürlich bei dem jetzt nicht so üppig wie bei den großen Kartagos, aber da kannst du, ich sage jetzt mal dreckige Schuhe oder so, die kannst du da schön reinstellen. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Ja, was interessant ist, hier ist ja eine Truma 6 drin. Ich habe die neuesten Trumas nicht mehr gehört. Das ist ein ganz komischer Effekt. Du denkst bei einer Luftheizung immer dran, da bläst was, da macht was, da tut was. Ja. Die Luft wird hier ziemlich genial verteilt durch den Doppelboden. Genau. Wie ist denn die Luftverteilung? Hört man das Gebläse sehr, sehr stark? Grundsätzlich ist es so, wie du gerade gesagt hast, es wird ja warme Luft in den Innenraum des Fahrzeugs hineingeblasen oder hineingedrückt. Da wir aber diesen Klimaspeicher Doppelboden haben, blasen wir natürlich auch warme Luft in den Klimaspeicher Doppelboden rein. Der wärmt sich ja auf und gibt die Wärme nach innen ab. Dadurch haben wir diesen Fußbodenheizungseffekt. Und deswegen brauchen wir nicht mehr so eine hohe Strömungsgeschwindigkeit bzw. so ein großes Luftvolumen für den Innenraum aufzuheizen. Und deswegen läuft unsere Heizung im Regelfall mit einer relativ geringen Drehzahl. Und du hörst eben dieses Geblase von der Warmluftheizung in der Nacht. Hörst du bei uns eigentlich fast gar nicht. Komm, wir frühstücken mal ganz kurz das Hubbett ab. Dann haben wir nämlich das auch schon mal mit drin. Das musst du jetzt mal nicht machen. Okay. Das hat den Grund, dass der Andreas da schon sitzt. Aber das wäre jetzt ein Geübter. So hast du gesehen, wie schnell? Ja, wie schnell, ja. Das übe ich noch. Genau. Die Chance hast du gleich. Ja, ja, aber So, schnell Andreas, lustig dann komm mal. das zu machen. Genau, super. Nee, steig mal rein, mach dich mal lang. Hier, ganz neue Schuhe, ne? Ja, das ist klar. Genau, also Muss dazu sagen, die Matratzen fliegen nach der Messe raus. Aus Hygienegründen leider, Corona und Co. Also die kann man auch nicht kaufen, die werden entsorgt. Und so ist es. Aber du siehst 1 Meter, was hast du? Ich bin 1,83. 1,83, klappt. Das Bett ist so irgendwo um und bei 1,90, 1,95, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist natürlich etwas schmaler wie bei den anderen Kartagos. Können aber 2 Leute drin schlafen. Ne? Ja, hier können 2 Leute drin schlafen. Oder einer ultra bequem. Das, was ich eben gesagt habe, wenn du jetzt halt so einen Schnarcherhaushalt hast, dann kann einer wirklich hinten im Querbett super schlafen, hat ein Riesenbett und einer vorne. Ne? Das geht. Komm mal schnell raus, Andreas. Denn die Shani macht jetzt ihr Reifezeugnis. Mach ich wieder hoch? Mach hoch? Ja, mach hoch. Das, Wenn du siehst, wenn du das ein bisschen mit Schwung machst, zack, dann ist das so da drin. Ne? so, einmal die Sitze hoch, weil... So, ich stoppe jetzt mal die Zeit. Ich habe ja hier eine Uhr. Nee, es klappt nicht. Sie muss ja einmal runter machen und nochmal Hubbett runter. Sie macht's? Ja, sie macht's. Ich wusste das sofort. Das ist jetzt das 6. Video. Nee, stopp doch, noch nicht. Warte, ich guck mal gerade. 17, los! 17:40 habe ich gestartet. Du brauchst nur den Hebel zu ziehen. Der Sitz kommt eigentlich von alleine nach vorne. Genau, dann die Seite. Genau, zack, raus da. Und einmal am Bett beherzigt gezogen und zack, das war's. Wir machen irgendwann mal die Weltmeisterschaften im Hubbett aufbauen. Also Jenny, du machst das jetzt, glaube ich, zum 4. Mal, ne? Ja. Und das geht schon richtig zügig. Und einmal hoch bitte, dass wir auch mal sehen. So, normal ist das Ganze barfuß. In den Messefahrzeugen muss man fairerweise sagen. Wie ist das hier? Dürfen die Kunden selber rein eigentlich? Also diese Hubbett-Geschichte, die möchten wir natürlich nur, dass tatsächlich mit Messepersonal bedient wird, weil da kann man auch ein bisschen was verkehrt machen. Ich sage jetzt mal glücklicherweise hier kein Fernsehgerät. Kann sie da verletzen, je nachdem. Ja, auch das. Und deswegen sollte da schon jemand dabei sein. Ansonsten dürfen die Kunden alleine ins Fahrzeug rein. Natürlich und auch sich in Ruhe umschauen. Ich finde das auch gut so. Shani, wenn du mal kurz anlässt, das Licht nochmal. Ja. Und wir haben eben kurz gesprochen im Briefing, wo ich gesagt habe, du musst mal so ganz affektiert so rumgucken, wie das so Schauspielerinnen machen. Ja, genau. Du hast schon eine Lampe entdeckt. Licht ist auch gut. Aber es ist doch wichtig, Licht, oder? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. So. Ist auch sehr gut zum Lesen und so. Genau, die USB-Steckdose ist natürlich direkt daneben. Ich wusste, dass du das ansprichst. Ich wollte jetzt auch gerade, ich denke, pass auf. Ja, nein.
Kann man nachrüsten. Nein, da ist keine USB-Steckdose. Für mich gehört die ganz klar da rein. Ich denke mal, es wird mit der Modellpflege 2023 oder Wir so. haben es ja so oft erwähnt. Wird das kommen. Ich glaube, das ist auch im Produktmanagement mittlerweile angekommen. Der Geschäftsführer, der hat mich heute auch schon ganz schief angeguckt, so nach dem Motto, wieso erzählst du das mit der USB-Steckdose? Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ist nicht so. Gehört da rein, muss man einfach so sagen. Und einmal, so, das hast du schnell gemacht. Einmal zurückbauen bitte. Für die nächste Generation, die hier reinkommt. Ja, schön. Also, die macht das richtig gut. Ja, geht's? Ja, du hast nee, lass mal, das schaffst du gerade nicht, weil du hast die Gardinenkarte. Du hast die Gardinen so Genau, gestaut. die liegen da in der Ecke. Ja, lass mal, ich mach's gleich, ist überhaupt kein Problem. Nee, einfach mal runter. Genau, richtig. Was hat sie falsch gemacht? Sie hat die zu weit rechts in die Ecke gelegen. Dann, ja, genau, jetzt so ist gut. Jetzt kriegst du es so hoch. Genau. Ist uns beim Ja, wir lassen das jetzt mal so. ja ist okay. Andreas, du darfst das mal korrigieren. Okay, ich korrigiere das gerne. Kein Problem. Also, Danke, setzen 6. ich schmeiß hier halt einfach etwas mehr da, weil sonst klemmen die sich da vorne am Holz halt dementsprechend ein. Okay. Und dann kannst du das Jetzt einfach klappt's. so zumachen. Das ist überhaupt Okay. kein Also, Problem. Also, warum ich das jetzt gemacht habe, ich habe letztes Jahr, du kennst vielleicht, es gibt bei der Bewertung von E-Bikes, ist ein ganz wichtiger Faktor, wie leicht man den Akku rein rauskriegt. Ja? Und das ist mittlerweile ein Thema. Also das ist, ich meine, du kennst ja selber, eine Lampe geht mal kaputt beim Auto, wie kriege ich die Birne gewechselt? Ja? Das ist bei manchen ja auch eine Aktion. Du bist sogar Kfzler, bist du, gell? ja, ich habe das mal irgendwann, vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal gelernt. Ja. Hast du gelernt, du kennst das. Aber hier ist es so, Leute fragen mich immer, ja klar, jetzt ist Andreas mal rein da, der macht das schon 7000 Mal gemacht und so. Kriege ich das selber hin? Man kriegt das hin, oder? Was, die Birne wechseln oder das Bett runter? Alles. Also beides. Also das Bett ist auf jeden Fall leichter, wie die Birne zu wechseln. Ja, natürlich kriegst du das hin, das ist überhaupt kein Problem. Birne. Da liegt natürlich auch ein bisschen Erfahrung dabei, aber das ist ja nur kein Hexenwerk. Ne? So, das Bett. Genau. Jenny, bitte einmal rein. Du bist 1,75. Wir haben jetzt diesmal ein ganz tolles Bett, aber quer. Ja, und jetzt genau. schreien viele und deswegen wäre das Hubbett doch gar nicht schlecht, oder? Genau, also ich sag mal, bei dem Grundriss hier wäre ich sogar ein Freund fürs Hubbett, ja, weil man einfach nochmal die Möglichkeit hat, dass man, ich sag mal, eine Ausweichgeschichte runterklappen, den Griff runterklappen und jetzt hochziehen. Genau. 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 Genau, so hat man nochmal die Möglichkeit, wenn einer mal krank ist oder so, dass man eine Ausweichmöglichkeit hat zum Schlafen. Ja. Genau, wenn ich mal kurz hinlegst, wegen der Länge. Ja, das tut's dicke. Locker, oder? Ja. So, und das ist jetzt ein Querbett, das heißt, wir haben fast 2 Meter, oder? Ja, fast, genau. Mhm. Schön. Also das ist jetzt ein Querbett. Nachteil ist dir jetzt bewusst, wenn du jetzt eine Freundin hättest, die zum Beispiel inkontinent wäre, dann die jetzt ganz, ganz oft raus muss oder irgendwas. Das gibt's ja. Also Leute, die nachts mehrfach raus müssen. Ja, also ich sag jetzt mal, das haben ja die ein oder anderen Männer, wenn die jetzt abends mal 3, 4 Fläschchen Bier getrunken haben oder so, dann bringen die auch über die Nacht wieder weg. Dann ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn dann der Mann vorne schläft. Witzigerweise schlafen beim Querschläfer die Frauen meistens vorne und die Männer hinten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Was sagst du? Ich würde am Fenster auch lieber schlafen. Echt? Also, Hinten, du hast einen Heckfernseher, auch so selten. Ja, aber es ist tatsächlich so, also bei meiner Frau so, nee, ich will vorne liegen, ich krieg hinten keine Luft. Meine wäre die gleiche Luft wie vorne. Also cool wäre, wenn die jetzt noch so einen Durchgang zur Garage gemacht hätten, dass man da irgendwas machen kann. Du hast das wahrscheinlich, entweder weißt du das oder... Da ist ja eine. Ja, genau, lass mich mal vor. Ja, gerne. Pass auf, und zwar, das ist eigentlich als Kleiderschrank gedacht. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen, ja. Aber Man kann die Tür reinmachen. ja, man kann hier eine Tür reinmachen, man kann das auch komplett wegnehmen und macht hier einen Durchgang für einen Hund halt. Dass der Hund halt dementsprechend dann hinten eine Box bekommt, wo der dann in die Heckgarage rein kann. Ne? Also unsere Windhunde würden sogar in das kleine Teil da reinpassen. Wirklich. Ich habe ja deine Hunde gesehen im Urlaub. Die sind winzig. Die 3 Tage, wo wir da zusammen im Bogetto Einfach waren. jetzt im Gitter, einfach euch fragen, ihr könnt es anpassen. Ja, das Ihr habt auch Metaller, die sowas machen können, die können auch eine Tür Wir haben machen. Metaller, wir haben 2 Schreinermeister bei uns im Haus, also sowas ist überhaupt kein Problem. Kriegen die hin. Also Ja, eine das Tür für einen überhaupt- Hund und so. Ja, ja. Aber das ist ein ganz tolles Fach, auch für einen kleinen Hund. Für größere muss man halt hinten aufmachen. Die können sogar eine kleine Box hinten dran bauen, die man wegnehmen kann. Ja, Das genau. hast du mir erzählt, die kannst du so einhaken, da kann der Hund dann rein, Ganz genau. Das ist- einfach mit dir reden. Das ist so. Könnt ihr das so machen, dass es relativ rückstandsfrei wieder entfernbar ist beim Verkaufen? Ja, das ist ja wichtig. Wenn du das Auto später mal verkaufst, du sprichst es gerade an, dann nicht jeder hat unbedingt einen Hund, der das Auto dann später kauft. Du kannst es also auch dann rückstandsfrei wieder zurückbauen. Weil die Teile, die man jetzt hier... Das war geil jetzt. Nicht jeder hat einen Hund, der das Auto später kauft. Ja, ist auch so. Nicht jeder hat einen Hund, der Nee, das Auto- ist deutsche Sprache, du kannst das mehrfach verstehen. Ach so, okay. wir hatten
Ja, also der nächste Interessent muss ja nicht Verstanden. unbedingt ein Hundemensch sein. Ja? Wobei ich glaube, wahrscheinlich haben so 70-80% aller Reisemobilisten Camper haben einen Hund. haben einen Hund dabei. Ne? Also ich finde das auch gut, dass die Campingplätze da jetzt nicht hingehen und sagen, hier Hundeverbot. Wobei Doch, tun sie. du hast mir das, glaube ich, sogar erzählt. Frankreich, Hauptsaison, kriegst du Echt? keinen Platz. Also wir haben jetzt seit ja. 4 Jahren erstmalig wieder einen Hund. Also ich kenne das nicht. Aber Stellplätze sind anders. Also es ist Ja? Campingplätze, sind ganz Okay. oft. Mach mal auf, vollwertiges Bad. Also es ist echt ein Raumwunder, was die hinbekommen haben. Genau. Auf gerade mal 6,40 Meter, gell? Genau, mal 2,12 Meter. Du hast ja, also ich sag mal schon, ja, wenn ich jetzt hier von groß spreche, das ist absolut ausreichend. Wir müssen immer noch bedenken, Aber größer als mein Kastenwagen. genau, deutlich größer wie beim Kastenwagen, auf jeden Fall. Du kannst hier vernünftig sitzen auf der Toilette und du hast wirklich mit 2 Handgriffen auch hier eine vernünftige Dusche gemacht, wo auch, ich sag mal, so ein Kerl wie ich drin duschen kann. Mhm. So ein nordrhein-westfälischer. Ist eigentlich Kölsch bei euch noch in Aachen? Gibt's das? Ja, ja, klar. Also bei uns trinkt man Kölsch, aber auch Pilz. So, jetzt kommt der Test aller Tests. Duschen. Ja, komm, kein Problem. Soll ich machen? Ja. Willst du mal gucken? Ja, es wird ein bisschen eng, weil ich kann es nicht filmen. Warte mal. Ja, dafür ist das Auto jetzt zu klein. Das war es eigentlich schon, wenn ich das gerade gemacht habe. Echt so schnell. Das war es. Krass. Das heißt, du hast eine vollwertige Dusche ohne ja. Vorhang. Geht. Einmal drehen. Da wird wirklich nur hier auf dem Boden halt diese Fußplatte, auf der ich jetzt stehe. Und die kannst du eben drin lassen, die ist verrottungsfrei. Die wird nass, die machst du nachher kurz schnell mit so einem Mikrofasertuch, machst du die eben trocken. Und dann ist die Nummer durch. Ne? Da hinten die Rückwand einmal mit dem Abzieher abgezogen. Das geht relativ gut. Klasse. Also für Leute, die echt ein kompaktes Auto haben möchten, also auf kleinem Fuß leben, sage ich mal ein bisschen, viele Leute wollen das ja bewusst. Die sagen, ich will gar nicht so groß, ich will und Das ist also jetzt wirklich der kleinste voll integrierte, den Carthago im Programm hat. Und wir hatten ja auch schon in Aulendorf in der Werksausstellung den 141er gefilmt mit 2. Warte. Das ist dann die Variante bitte einmal anbieten, genau. Der ist auch von beiden Seiten zu auf öffnen? beiden Seiten. Genau, also wenn ich jetzt dann im Schlafzimmer dann da hinten auf meinem Bett mich rumrekel, kann ich dann mal schnell an den Sekt dran oder die Flasche Wasser in der Nacht halt. Und so komme ich hier aus der Küche halt da dran. Ne? Auch der ist wieder, das haben wir aber wie gesagt in allen Carthagos, diesen Dometic 10, der zu beiden Gar nicht mehr wegzudenken, oder? Der Aufstieg, den finde ich spannend. Du hast einen kleinen Aufstieg mit dabei. Also für Leute, die jetzt nicht ganz so gut zu Fuß sind oder überhaupt. Ich nehme an, du hast es eben auch benutzt, oder, Jenny? Achso, um hier hochzukommen. Ja. vor allem, ja, genau. Oder bist du mit deinem Nee, also sportlichen... Nee, ich bin glaube ich damit ich hab das so nur- beobachtet. Du bist da hochgegangen. Das und intuitiv machst du es, gell? dann schmeißt man den Popo aufs Bett drauf und dann Füße hoch und fertig. Ja. Die Kaffeemaschine, zeig mal. Auch die hat muss sie beim Carthago drin sein. Ja, genau, hier dann ziehen. Genau. Ist auch mit dem Spiegel wieder. Genau, ja, sie hat schon richtig gut gelernt. Toll. Ja, dann Dreiflammenkocher, wie man das so kennt. Alles ein bisschen kleiner. Genau, hier musst du auch jetzt mit 2 Händen arbeiten. Also da hat jetzt nicht diese Gourmet-Geschichte da drin. Hier hast du aber dann direkt den Piazzo-Zünder nochmal. Zweiter Handgriff, dann läuft das auch. Schön ist, du kannst jetzt, wenn du morgens nur deine Frühstückseier machen möchtest, kannst du die halt hier hinstellen. Einzeln. Hier noch ein bisschen mehr Arbeitsplatz halt. Dann, klar, das haben wir in fast jedem, eigentlich in jedem Carthago drin, diese Spülenabdeckung, die du dann hier quasi auch nochmal als Schneidebrett benutzen kannst. Und halt eben große Schubladen direkt mit Besteckeinsatz drin, der auch dann in Holz gearbeitet ist mit Softclose. Großes Kino. Bitte mal alle Schubladen öffnen unten, weil das ist den Leuten doch sehr wichtig. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja, Einmal da. auch riesengroß. Ne? Ja. Und dann haben wir unten nochmal eine. Genau, da ist jetzt ein kleiner Mülleimer drin. Das ist etwas beengter, dieses Fach hier, weil wir haben da vorne ja auch schon ein bisschen Radkasten und da geht ja noch mal ein bisschen Technik durch. Hier die Schublade, wo ich jetzt hier bin, die ist dann wieder ein wenig größer, um nicht zu sagen wesentlich größer. Aber man guckt hier, das ist so ein DIN A4-Blatt, das kannst du hier komplett reinstellen. Das geht ohne Also für Probleme. große Töpfe oder... Genau. Und dann habe ich jetzt gerade bei dir beobachtet, das ist nur mal so ein Tipp, wenn du bei einem Carthago oder auch Malibu, völlig egal, die Schublade zumachst, die niemals hier am Pushlock zumachen, weil wir haben hier den Softclose, einfach zuschmeißen und wenn die zugezogen ist, drücken, dann ist das auch in Ordnung. Du musst auch gar nicht zumachen. Du kannst also im Standbetrieb die einfach offen lassen. Ja, im Standbetrieb lässt man die offen natürlich, aber so gehen auch die Pushlocks nicht kaputt, weil wenn man dann gegen diesen Softclose, gegen den Druck dann drückt, macht man den Pushlock oftmals kaputt. Ne? Aber auch da hast du mal Ersatzverlager.
Du hast noch einen Pushlock da. Noch einen haben wir da, ja. Nur So. noch einen. Also Technik, auf die auch hier- Plätze, fertig, los. Auch hier habe ich ein Technikelement drin, das Ja, heißt eine genau. Duo-Control. Ja, das ist jetzt natürlich bei dem Auto relativ überschaubar. Wir haben hier die Duo Control, die mir halt eben auch anzeigt, wenn die Gasflasche in Reserve ist. Dann habe ich hier mein Zentralpanel, wo ich halt die einzelnen Dinge halt abrufen kann. Und hier habe ich dann für die Truma 6 halt die Heizungssteuerung, wo ich dann halt Temperatur, Warmwasser einschalten kann, Nachtabsenkung, alles was dazugehört. Und einmal drücken und lange halten, dann geht die auf Off und ist aus. Genau. Sehr schön. Komm schnell raus. Hightech, ja. Dann mache ich noch einen Rundgang ohne euch, dass man das mal gerade sieht. Also das ist das Fahrzeug, 6,40 Meter Länge, absolute Kastenwagenabmaße. Und hier haben wir den Schlafraum. Das Bad auf der rechten Seite hier mit Schränken und einer vollwertigen Dusche, eine Kassettentoilette. Sehr, sehr umfänglich für das Format. Doppelboden, die Küche und da lacht der Andreas. Ich muss lachen, wenn ich nicht da drin Ja, ja. Das zeige ich dir irgendwann mal heim. Das wirst du sehen. aber an und nicht aus. Ja, bloß weil am Ende des Tages, weil ich dich darauf aufmerksam gemacht habe. Ende des Tages. Ja. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Alkoholiker wir erzeugen, die Trinkspiele machen, wenn du das Ende des Tages. wegen des Ende des Tages, ja. Aber das ist total klasse. Meine Assistentin, die sagt auch, also nicht sie, sondern im Betrieb, die sagt auch immer, am Ende des Tages, das habe ich tatsächlich von ihr übernommen. Ja, klar, sie war's. Sie ist schuld, einer ist schuld, genau. Und sie ist es, ja. Die Sandra. Die Sandra. Sandra, okay, klasse. Sandra, ja, genau. So, ich zeig's mal gerade. Also C-Kompaktline, heute am 27. August 2021. Ich kenne sogar das Datum jetzt schon. Am 60. Caravansalon in der Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen. 1 Live-Sektor sind wir gerade. Ja. Und du hast einen Laden, der heißt Carthago Center West. Genau. Machst das Ganze noch gar nicht so lange, sondern ich glaube 5 Jahre. Ja, 2015, am 25.04.2015 haben wir eröffnet, genau. Und mein erstmaliger Auftritt im Namen des Herrn Carthago war dann im Januar 15 auf der CMT. Da war ich offiziell noch kein Carthago-Händler. Wenn man nach Altenhofen fährt, das ist also so zwischen Köln und Aachen, so das ist an der niederländisch-belgischen. Genau, so quasi in diesem Dreiländereck Belgien, Niederlande, das ist 15 Kilometer von uns weg. Wir liegen direkt an der A44, 800 Meter davon weg. Fährst einmal von der Autobahn links, nochmal links und schon stehst du bei uns auf dem Hof. Kannst mit jeder Reisemobilgröße bei uns sehr bequem parken. Da hast du eine neue Webseite, auch die carthago-center.de. Du lernst genau www.carthago-center.de oder bei Facebook unter Marein-Caravaning. Und dann gibt es auch noch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Kanal. Ja, Am Ende des Tages wird alles Ende gut. des Tages Tschüss. ist es ein langer Tag. Tschüss, Andreas. Ciao, ciao. Tschüss.